24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Folge des YPC Bank 2023. Am Vormittag konnten alle 6 Anglerinnen und Angler bereits Fische in die Wertung bringen. Nace-Gründer Dustin Schöne führt mit 2 kleineren Zandern und einem 82er Hecht. Shimano-Teamangler Christopher Jung hat einen 43er Barsch und einen kleinen Zander auf dem Board, was ihm momentan für Platz 2 reicht. Es folgen Moby-Vertreter Herbert Ziereis mit 2 kleinen Zandern, CWC-Wildcard-Teilnehmerin Regina Procé mit einem Hecht sowie der ZEC-Entertainer Markus Eule und Fish-Explorer-YouTuber Landry Rosens mit je einem Barsch. Regina hat gerade einen neuen Angelplatz erreicht und freut sich nach dem erfolgreichen Hechtangeln nun auf feineres Fischen. Welcome to episode 2. Oh, I need to put this down, it's heavy. I'm excited to go fishing here at this spot. I'm much confident in this spot for perch. So let's hope. I'm gonna spend here about 2 hours, I think, to try and catch a perch. There's a lot of grasses here. You can also see them here at the shoreline. I hope you enjoy this episode and I see you again. Ich bin verglichen mit den Ergebnissen in der Gruppe relativ zufrieden, aber natürlich ist noch zu wenig. Für mich ist echt jetzt das Ziel, noch einen Barsch zu fangen. Das ist mein Hauptziel. Auch wenn ich noch mal einen Hechtspot ansteuern werde, ist Barsch schon mit Abstand das Wichtigste für mich. Naja, gucken wir mal, ob es klappt. Die scheinen nicht besonders aktiv zu sein, aber wir probieren es. Hoi! Buongiorno. Ciao. Hey Jungs und Mädels, wir sind am nächsten Spot. Das ist nochmal so ein Mischspot. Hier hoffe ich mal eigentlich mehr Barsch als Zander. Gell? Die Zanderspots kommen dann noch. Allerdings weil die Distanz, weil die Wurfdistanz, deswegen werde ich das Ganze ein bisschen abschicken. Ich habe jetzt hier mal einen sexy Swimmer in Undercover Perch mit einem 10 Gramm Kopf. Ich hoffe, dass das reicht. Und wenn nicht, habe ich da mal noch andere Köder präpariert mit 14 und 18 Gramm. Aber jetzt versuchen wir es mal mit dem. Wir wissen ja immer so leicht wie möglich halt. Ne? I changed my strategy because the wind is so hard and the stream is, there is stream here, so wind and stream, it's really difficult to fish. So I put a drop shot rig with heavy weight. So I will fish close to the bottom and stay more in the stream like that, and I have contact with my line, so it's the best way, I think. Fisch! Fisch! Ja, auch nicht massig. Aber wir werden nur anfangen. Boah, es wird knapp. Glaube ich nicht. 40. Fisch. Der ganz groß so rum. Taha, taha. Der hat sogar 43, oder? So vorne drauf. Ja, 43. Hurra, ich liebe dich.
ja! Immer denkt am Anfang, was ist jetzt? Ja, bist du wahnsinnig, 45 cm, oder? Total ist er drüber, 46 gehabt, ja. Nach mehreren untermassigen Zandern holt sich Herbert 2 weitere Wertungszander und setzt sich damit an die Tabellenspitze. Anschließend nimmt sich der Oberbayer etwas Zeit, um uns sein Erfolgsgeheimnis bei der Spotwahl zu verraten. Jetzt sage ich euch einmal, warum ich überhaupt da fisch. Und zwar gibt es ja da in der Technik, obwohl dass ich ja nicht der voll Technikbegeisterte bin, aber ein paar gute Sachen gibt es natürlich auch. Das ist in so einer Avonix Boating App. Die hat nämlich ein ganz schönes Detail. So schaut das aus, wo wir jetzt sind. Und zwar, wir stehen jetzt genau da, wo der rote Pfeil ist. Und wo ich jetzt die Fische alle fange, ist da in der dunklen Rinne drin, weil da ist natürlich noch so 1 Meter Vertiefung. Genau in der Rinne, man sieht das ganz deutlich, da sieht man auch die ganzen Fahrer und Furchen genauso gut wie da vorne, da sieht man das. Auch 2 so Rinnen sind, da werden wir vermutlich natürlich auch die meisten Fische gefangen. Aber wie schon gesagt, wir fischen jetzt genau da. Da kann man auch wunderbar schauen, 5,5 Meter, also das ist ein bisschen tiefer, 5 Meter. Und von da aus werfe ich natürlich genau da hinüber und ziehe den Köder durch die Rinne durch und da kommen meistens die Biss. Also wer vom Ufer oder vom Boot aus unterwegs ist, kostet natürlich 30 €, der ganze Spaß, aber ich finde, das ist auf alle Fälle wert. Vor allen Dingen, man erkennt einmal, warum man da überhaupt die Fisch gefangen hat. Und jeder weiß ja schon mal, wo der Fisch gefangen hat. Dann schaue ich da mal hin und denke ich mir, da war jetzt das. Das erklärt sich dann einfach besser. Aber für mich eine Top-Sache. Ein bisschen besserer. Boah, gut, dass der gerade in den Kescher reingeschwommen ist. Puh. Yes, da haben wir den nächsten Fisch. Den messen wir gleich. Wie man sieht, ganz, ganz knapp gehangen. Und ihr seht es hier, ganz, ganz wichtig, 3 Gramm. Ganz, ganz leicht. Aber wir erklären jetzt nicht groß. Wir messen jetzt erstmal den Fisch. Scale habe ich gerade nass gemacht. Hier liegt er an. Guck mal, neuer PB. Aber ist, glaube ich, die falsche Fischart. Deswegen, er ist hier 4, korrekt? 54? Ja. Ne? 54, sehr schön. Er kriegt einen schnellen Stumper. Dann ist er weg. Jawohl, 2. Zetti. Das war jetzt ein kleines bisschen besserer. Hoffentlich geht da noch einer. Nach dem größten Barsch fängt Chris auch den größten Zander der Gruppe. Er zieht an Dustin vorbei und ist jetzt Zweiter. Zwischenzeitlich, ich sehe gerade in der Gruppe, Herbert hat 2 Zander gefangen, 44 und 46. Und auch Laundry hat jetzt einen Fisch, und zwar einen Barsch. Damit haben alle Angler aus der Gruppe einen Fisch gefangen. Glückwunsch dazu, gut für euch, nicht so gut für mich. Aber so ist Angeln, wir müssen jetzt noch mal nachlegen, vielleicht geht hier noch einer. Ihr habt es ja gerade gesehen, der Zander kam auf einen extrem leichten Kopf
Und um so leichte Köpfe überhaupt fischen zu können, habe ich eine Route gewählt, die eine 1A-Rückmeldung hat. Und zwar von G-Loomis, die NRX Plus Serie. Das ist die 852 JWR. JWR steht in dem Fall für Jig and Worm. Und ich sag's euch, ich kenne keine Route auf dem Markt, die so eine geile Rückmeldung hat. Die Route hat eine extrem schnelle Spitzenaktion und hinten wirklich ein ganz hartes Rückgrat, sodass auch beim Zanderbiss der Anhieb richtig gut auch auf Distanz durchkommt. Eine sehr schöne Kombo, gepaart mit einer Aldebaran MGL. Super leicht, das Zeug wiegt quasi gar nichts. Kann man also den ganzen Tag ermüdungsfrei angeln und wie ihr gesehen habt, den Zander ohne Probleme in den Kescher navigieren. Geile Routenserie. Kostet zwar ein bisschen was, aber wer einmal NRX Plus gefischt hat, will so schnell nichts anderes mehr. So, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich den Plan doch über den Haufen geworfen. Ich angel jetzt mal kurz auf Hecht, weil ich das Gefühl hatte, die Barsche waren da überhaupt nicht aktiv. Vielleicht haben die Hechte ein bisschen mehr Bock. Gucken wir mal. Deswegen jetzt ein paar kleine, schnelle Spots, Run and Gun. Hoffentlich kriegen wir da einen. Wenn nicht, dann kann ich es wenigstens darauf schieben, dass ich nicht auf meinen Plan gehört habe. Fish. I think it's nice perch, I think. Oh no, it's a small zander. Fuck. Oh, and not on the mouth. Oh. Small zander. Let's go back. Too small. It was heavy like a nice perch, but it's not a nice perch. I'm fishing here with a pig digger. During pre-fishing I tried almost every bait and lure I have, but this one worked the best. Most of the time chatterbaits will also work with grasses and plants, but the blade tends to catch here some grass, so I use the pig digger. This one has nice hairs who are covering the hook, so you don't get caught in the grass. Pigster tail as a trailer is gonna make a lot of noise on the water. I need to find my grip. Let's go! Ich könnte natürlich jetzt da bleiben und versuchen, noch den einen oder anderen größeren Zander zu fangen, aber hat man ja gesehen, ich glaube, dass ich fast 10 Zander gefangen habe und dass 4 in die Wertung bringst. Vielleicht ist das nicht der richtige Platz für größere Fische und darum möchte ich jetzt auf alle Fälle wohin fahren. Und die letzten 2 Stunden, weil wir haben noch ein bisschen Fahrzeit, versuche an einem Platz, da wo ich weiß, da gibt es größere Fische und es gibt alle 3 Arten. Also Hecht, Zander und Barsch. Bei dem Platz bin ich mir ziemlich sicher, dass momentan an dem Platz eigentlich nur Zander dastehen. Und deswegen mag ich jetzt die Zeit auf alle Fälle jetzt noch nutzen und wie immer Run and Gun. Herbie bleibt seiner Taktik, der er sogar schon eine Routenserie gewidmet hat, treu. Doch auch Dustin hat diese Methode offensichtlich absolut verinnerlicht. Los zum nächsten Spot. Run and Gun. Oh, ja. Yes! Der Hechtplan ist schon mal aufgegangen. Yes. Schnell auf eine Wiese gehen. Sehr gut, wichtiger Fisch. Hecht Nummer 2. Auf dem Maze Runner wieder. Warte. Wichtig. 79. Kein Monster, aber fürs Turnier sehr, sehr wichtig. Und den lässt ich ganz schnell wieder zurück. Die Hechte lassen Dustin nicht im Stich. Der Berliner holt sich die Führung zurück. Regina gratuliert. 79.
bigger as mine. Super, yeah, congrats. Dustin is, I think, on top right now because he's catching the most fish. Good job, yes. Nice. So, Freunde der Sonne, so langsam macht sich Ratlosigkeit breit. Stark angefangen, schwach weitergemacht, ne? Super. Wir laufen davor bis in die Eibuchtung da. Siehst du, wo es rumgeht? Da trägt das Wasser so ein bisschen drauf. Vielleicht dort. Wir sind hier am Spot der letzten Hoffnung. Hier gibt's alles. Hier gibt's alles, was Schuppe hat. Tut mir jetzt ein bisschen leid für die Gänse, dass man die vertrieben haben von ihrer Chill-Basis, aber kann man halt nichts machen. Also ihr seht es ja schon da, gell? Die Strömungsfahne ist super zu erkennen. Am Weißwasser, am Schaum, wie sich das Wasser so eindreht. Und ich versuche jetzt diese Strömungsfahne abzuwerfen, zu chicken, Chickspinner. Das ganz normale Programm halt, so wie schon den ganzen Tag. Gell? Kann das sein, dass das Klick bringt, wenn man seinen Kescher vorher schon aufbaut? Hä? Ich weiß es nicht. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, genau. Normalerweise bin ich schon nicht so gut vorbereitet, dann läuft es besser, habe ich das Gefühl. 1, 2, 3, Feuer frei. Bum, 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 bum. Mit dem Auto vorbeigefahren. Gell, leck mir mal das zweite Wurf und schon ein Hecht. Ei, 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 ei. Ja, bist du gelähmt. Der Hecht hat 74 cm. Wir fahren jetzt gerade vom Zanderspot zum anderen Spot. Dann fahre ich an so einer Straße, da sind wir noch nie gefahren, komischerweise das Navi irgendwo hingeschickt. Dann habe ich mir gedacht, naja, der Spot schaut eigentlich gut aus, der Polder. Dann haben wir nachgeschaut, ob wir da fischen dürfen, auf dem Fischplaner. Ja, dürfen wir. Kurz ohne gefahren, Angel genommen, Köder drauf, 2 Würfe und ein 74 Hecht. Also besser kann es gar nicht laufen. Besser kann es nicht laufen. Herbert, der mit diesem Hecht den ersten Platz zurückerobert hat, schäumt vor Freude. Am anderen Ende der Tabelle ist die Stimmung etwas gedämpfter. The ferry is back, so it's the time to go to the car and move to another side of the river. And we'll walk to a last spot for the end of the day and hope to find Zander, because for this spot, it's a Zander spot. Ihr seht's, Zanderangeln, ganz andere Struktur hier. Die Barsche, habe ich das Gefühl, sind heute nicht so aktiv, deswegen probiere ich es jetzt nochmal auf Zander. Und ja, weil der 45er könnte mir dann im zweiten Wettkampftag echt irgendwie das Genick brechen, wenn ich es schaffe, natürlich einen Barsch zu fangen und dann so einen kleinen Fisch drin zu haben. Dann ja, habe ich mir gedacht, schiebe ich Barsch aufs nächste Mal, also auf den nächsten Wettkampftag. Und heute probiere ich dann einfach an den Größen zu arbeiten. Ich bin mit Hecht relativ zufrieden und habe auch noch einen guten Hechtspot in der nächsten Zone. Aber Zander war halt das, was ich unbedingt noch verbessern muss. Und deshalb jetzt Zander. I need to catch some fish, so we go for Zander now too. I go besides the river, casts in that direction and go jigging. And for 45 minutes, and then I go to another Zander spot. Let's go. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert
von über 200 €. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Oh, Biss gehabt. Oh, das war gerade ein Biss. Ganz, ganz vorsichtiger. Wir wechseln mal direkt den Köder und machen mal eine kleine Nummer kleiner drauf. So, oh ja, seht ihr? Da ist der Wirbel schon wieder. Wenn der jetzt hier nicht sauber zugeht, wechsle ich lieber. Nee, das taugt nicht. Ich will nicht nochmal einen Fisch verlieren. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie mein Vorfach aussieht. So, wir nehmen einen ganz kleinen Wirbel. Ich habe so einen 20er und der Größe ist also so ultra klein. Und jetzt zeige ich euch was. Das hier ist 1x7 Titan und das ist knotbar. Das ist super dünn und im Endeffekt müsst ihr nichts anderes machen als hier einen Grinner. Einmal, zweimal, dreimal, viermal rum. Dann da unten vom Wirbel wieder durch. Nass machen und dann einmal fest zuziehen. Dann schiebt ihr den Knoten ein bisschen runter und das war's. Dann ist das Ding super unauffällig angeknotet. Und jetzt knipsen wir einfach nochmal das Ende hier ab. Das haken wir hier fest. Dann haben wir es hier. Das werfen wir in den Rucksack. Und dann können wir mit einem neuen Wirbel und ein bisschen kleineren Köder wieder in den Tag starten. Let's go! Ah, da war der Tuck. Scheiße! Ah, das war ein Zetti. Ausgestiegen. So ein... Nein! Ah, Fische verlieren ist immer ärgerlich, aber jetzt hier unter dem Druck noch viel schlimmer. Und das war kein so schlechter. Das war jetzt kein 70er, aber könnte wieder so ein Fuffi gewesen sein. Ah. Okay. Fisch verlängert, glaube ich, um 5 Minuten. Wir wollten eigentlich gleich gehen, aber da müssen wir jetzt noch 2, 3 Würfe mehr machen. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Jetzt stecke ich so ein bisschen im Dilemma. Wir haben einen Plan und den Plan wollen wir eiskalt verfolgen. Aber jetzt habe ich schon den 3. oder 4. Biss hier an der Stelle gehabt, in relativ kurzer Zeit. Zu gehen wäre eigentlich nicht so intelligent. Oder wäre es das? Man weiß nie, was der andere Spot bringt und der andere war auch echt heiß. Ich glaube, 5 Minuten gebe ich dem hier noch und dann verfolgen wir weiter den Plan. Also haben wir nur so eine klitzekleine Abweichung. Die sei erlaubt. Fisch. Mein Sauer. Yes!
Zander. YouTube color completely inside. Come on. YouTube color 10 centimeter. And Zander, nice one. Yeah, it's 50. Yeah. Good one. Okay, let's go. Yes, first Zander. 50, 50, 50, 50. I will send the message. Oh. Während Landry seinen Fisch korrekt meldet und damit sowohl an Markus als auch an Regina vorbeizieht, will Herbert nun die Full Card holen und ist dafür an einer neuen Stelle angekommen. Wir sind jetzt am Niederrhein angekommen. Da versuchen wir jetzt, eigentlich ist es egal, was für ein Fisch wir fangen, aber am liebsten war mir natürlich der Barsch. Und dann hätte ich meine Full Card und das war natürlich der Wahnsinn, wenn das klappen hat. Und für das haben wir jetzt, glaube ich, noch 1 Stunde Zeit. Ich bin aber sehr zuversichtlich. Also. Now we are at a spot where I caught during pre-fishing 2 Zanders. I'm gonna start here with the craw. I caught the fish yesterday also on the craw. This color, this particular lure, 10 grams. I'm gonna throw it along the edge and see if the fish are still there and if they wanna feed on my craw. I just had a big strike and it's completely off. Everything is gone. My steel leader is gone, my titanium leader is gone. I think it swallowed it whole or something. Fuck. It was a very big strike. Eine scharfe Steinkante, Muscheln, der Überbiss eines Hechtes oder ein schlechter Knoten. Wir werden es nicht herausfinden, doch bitter ist es für Regina allemal. Nach dem guten Start am Morgen wäre ein zweiter Fisch langsam sehr wichtig. Chris, der auf Platz 3 zurückgefallen ist, probiert es an einer neuen Stelle. Wir sind jetzt am neuen Spot, versuchen hier nochmal Zander zu fangen. Ich weiß nicht, ob ich guter Dinge bin. Es war ein bisschen schwierig, den letzten Spot zu verlassen. Und ich dachte gerade, ich habe schon einen. Aber da liegt irgendwas im Wasser und ich hänge. Und es ist ein Baum, da kam nämlich gerade was hoch. Da ist er. Ja, war irgendwas, was sich bewegt hat. So, Gummi wieder draufziehen. Die letzten Rüberreste, die noch übrig sind von dem Bait. Und dann fangen wir hoffentlich gleich an. Achtung, geh mal ein kleines bisschen weg, bitte, dass ich da anschlagen kann. Alter, kann man so Timing haben? Yes, da ist er, der Pike. Ich habe 2 Sekunden vor diesem Biss zum Kameramann gesagt, kannst du bitte ein Stück zur Seite gehen, dass ich anschlagen kann? Er macht einen Schritt zur Seite und der Pike klatscht da rein. Jawohl, sehr geil. Den messen wir und dann geht's weiter. Sehr geil. Scale nass machen. So, dann, da ich mir im Training schon die Hechtzähne so heftig in die Finger gerammt habe, der schon wieder so hängt, nehmen wir mal den Landehandschuh. Jetzt aber, also, dann legen wir mal drauf. Ja, wenn das Ding hier umgeklappt ist, guck mal, hat er sogar 70, aber wir müssen ja fair sein. Das heißt, wir wollen fair sein. Vorne liegt er an. Hinten wird er gesqueezed. Er hat nur 63, oder? 63,5. Siehst du das? 64 cm. Da haben wir unseren schönen und ersten Pikey. Damit haben wir alle Fische. Den lassen wir jetzt mal wieder zurück. Bye, bye. Hier wollten wir eigentlich Zander fangen, aber den Hecht nehmen wir gerne mit. Dann lassen wir das mal hier liegen. Entfernen unseren Hechtschleim.
Und dann geht's weiter. Alter, was war das denn bitte? Bitte geh mal kurz ein bisschen zur Seite, dass ich da anschlagen kann. Du hast einen Schritt zur Seite gemacht, ne? Und da kam der Biss. Dieser Biss kam mit Ansage. Offensichtlich sollte es ein Zander werden, doch der Hecht steht Chris eigentlich noch viel besser zu Gesicht. Als erster Angler der Gruppe hat er alle 3 Fischarten auf der Habenseite und hat damit eine ausgezeichnete Ausgangslage, auch wenn er weiterhin auf Platz 3 steht. Ich lieb's Angeln einfach, so unglaublich. Man ist frustriert, wenn man eine halbe Stunde oder was auch immer, wie lange nichts geht. Aber wenn dann der erlösende Biss kommt und man einen Fisch fängt, das ist einfach so geil. Und in so einem Tournament fällt so viel Druck ab. Mega, es ist einfach geiles, ein richtig geiles Hobby. Man ist draußen, bei bestem Wetter, man fängt ein paar schöne Fische, hoffentlich noch ein paar schönere mehr. Geil, 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 geil. Mein geheimster Albtraum war genau das. Dass wir einen Barsch fangen, alle und dann der Scheiße. Ohne Scheiß. Was war das? Ein unermaßlicher Hecht? Hecht. Ja, aber es ist immer so. Jedes Mal, wenn du dann sagst, du willst gehen, dann kriegst du einen Druck. Dann kriegst du so einen Spritzer als Nachläufer. So Jungs, ihr sehen's, das läuft nicht so nach Plan, gell? Irgendwie haben die Zander an dem Gewässer gebockt, habe ich das Gefühl. So wie es aussieht, werde ich jetzt einen Gewässerwechsel vornehmen und werde komplett an einen anderen Fluss fahren. Sehen wir jetzt so einen Spot. Unten drunter ist Wasser, sieht aus, als wäre so ein Tor oder so eine Mauer. Und ich vermute, unten drunter sind Fische. Wie kommt man da hin? Na, man kann skippen. Das probieren wir mal. Dann haben wir schön unten reingeworfen. Wenn jetzt natürlich der Biss kommt, wäre natürlich noch geiler. Well, after that big miss, I don't have any bites. I changed lures again. I'm fishing small piglets yet. I'm a bit confused still. And I'm still searching for which bait will be best. On one hand, I think, yeah, the craw worked, but now I had no bites in like 10 minutes. Maybe the craw works because there probably are many fishermen who are fishing here, and the craw is something not everybody uses, so it's different for the fish, and maybe this they know. So I do 2 or 3 more casts with this one, and then I'm gonna change to Pigster tail. It's even more slim, looks like a little bit like a worm. Maybe that's a trick. Jungs und Mädels, auf dem Weg zu unserem nächsten Zanderspot habe ich mich jetzt entschieden, an einem ganz kleinen Spot anzuhalten, den ich gestern im Training entdeckt habe, und habe auch direkt da einen super schönen Zander gefangen. Den werden wir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr fangen, aber vielleicht steht hier ein anderer Fisch da. Es ist so, dass da in den See quasi ein kleiner Wasserkanal reingeht, gerade so 3 Meter breit. Und in dem Kanal drin steht vielleicht ein Barsch oder ein Zander. Deswegen, ich gehe da jetzt ganz geduckt hier, ganz ruhig. Der Kameramann macht auch keinen auf Eisbär, sondern diesmal sind wir wie ein Fischreiher unterwegs. Okay? Aber es ist meistens so, wenn man so eine fette Show macht, dann fängt man eh nichts, klar. Ne? Los geht's. Um Schäden an deinen Drunkbaits zu vermeiden, halte sie unbedingt von Wasser fern. Gute Neuigkeiten. Die Online-Angelschule Anglerschmiede ist seit kurzem Teil der Hecht- und Barsch-Familie und deswegen geben wir einen aus. Wer jetzt seinen Angelscheinkurs auf anglerschmiede.de bucht, bekommt diesen quasi umsonst. Denn mit dem Gutscheincode HUB bekommst du ein Raubfischset im Wert von 150 € einfach kostenlos dazu. Mach jetzt deinen Schein, krieg dein Angelset nach Hause geschickt und leg sofort los. Wir sehen uns am Wasser.
Hallo Echo. Hallo Chris. So, hier nächster schöner Spot. Under the Bridge. Während ich hier jigge, kann ich euch ja vielleicht noch mal ein bisschen was zum Baitcast-Angeln generell erzählen. Vielleicht habt ihr gesehen, alle Fische, die ich gefangen habe, die habe ich über den Daumen gedrillt. Was heißt das? Die Sternbremse, die quasi für die Bremsleistung von der Baitcaster zuständig ist, die ist bei mir komplett zu. Und zwar wirklich so, dass der Fisch gar nicht ziehen kann. Und ich mache alles über die Daumentaste. Das heißt, wenn der Fisch Schnur nehmen will, drücke ich die Daumentaste, halte mit dem Daumen die Schnur fest und gebe dem Fisch kontrolliert so viel Schnur, wie ich möchte. Und ja, und damit hat man ein bisschen mehr Gefühl. Der Fisch fühlt sich für mich im Drill viel, viel direkter an. Und ich habe das Gefühl, dass ich weniger Aussteiger habe, weil ich deutlich besser kontrollieren kann, wie der Fisch Schnur bekommt. Wenn man zu langsam ist, hat man da noch genug Puffer, um mit der Route nachzugehen. Macht Enrico zum Beispiel sehr, sehr gut. Der benutzt den ganzen Körper. Das heißt, der macht immer so Beintraining dabei. Muss man vielleicht nicht ganz machen. Man kann auch mit der Hand nachgehen. Aber auch mit den Beinen abfedern ist vollkommen in Ordnung. Und dann einfach den Rest über die Rolle machen. Probiert es einfach mal aus. Ist eine geile Angelei. Und vor allem habt ihr dann nie wieder das Problem, dass die Bremse mal offen ist, wenn er anschlagen wird. Wobei, kleiner Zusatz, beim Anschlag ist der Daumen sowieso immer drauf und hält die Schnur. Einen letzten mache ich noch. Fisch. Einen letzten mache ich noch, habe ich gesagt. Ja. Junge, Junge, komm, einmal. Yes, yes, yes. Puh. Der letzte Wurf hat sich doch mal gelohnt, ey. Ja, mach doch Lärm hier. Da haben wir ihn. Oh, der könnte 2-3 Zentimeter größer sein als der vorher, aber nicht so riesig. Oh, das Ding ist überall nass. So, liegt vorne an. Hier geht er genau in die 70, brauchen wir gar nicht lange rummachen. So, der darf gleich zurück. So. Komm her, kleiner Boy. Yes, 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 yes. Jetzt habe ich meine Hände zwar in den Brennnesseln, da seht ihr das, abgewischt. Die brennen jetzt zwar, aber das ist komplett egal. One fish to go for the full card. Also wechseln wir jetzt zu den Zandern und versuchen da noch mal einen rauszuholen. Let's go. Spitzenreiter. Der 70er Hecht katapultiert Chris ganz nach vorne. Jetzt reicht ihm ein beliebiger maßiger Fisch für die Full Card. Dustin Schöne, der einen eher ruhigen Nachmittag erlebt, ist auf Platz 3 zurückgefallen. So, das ist jetzt mein letzter Wurf hier. Zander-Mission hat hier nicht so gut geklappt. Geht es jetzt doch noch mal zurück auf Barsch. Wir brauchen zwar eine halbe Stunde Fahrt, aber ja, dann haben wir noch eine halbe Stunde zu angeln. Und wenn jetzt noch ein Barsch kommt, wäre es schon ziemlich cool. Ansonsten habe ich ein bisschen Druck für den nächsten Tag. Die Leute haben nachgezogen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt auf Position 3 vielleicht. Muss ich schon noch Gas geben beim nächsten Mal. Habe mir jetzt so ein ganz komisches Rig gebaut. Ist jetzt nicht sehr finessig, aber ist ein Carolina Rig mit einem Crankbait am Ende.
Man lässt einfach zum Boden sinken, dann zieht man es leicht an, dann lässt man es wieder zum Boden sinken und dann, wenn es unten liegt, geht der Crankbait langsam hoch und das macht eigentlich niemand und das macht die Zander wirklich verrückt. Schon ganz viele Zander so gefangen. Ja, aber hier hat es jetzt nicht geklappt, leider. Wow, nice one. Really nice. Really nice answer. Wow. Come on. Yes, it's on the net. This is a nice one. Boom. Yes. With the little lure, YouTube one again! Yes, man. Yes, man. Okay. Yes. 66? 65 and a half. Yes. So 66? Yeah. Yes, with the little lure. Look, the lure is little, so little. This is a nice one. I am so happy with this fish. The day began very hard for me, but this fish is a really nice one, so it makes my days. Oh. I am so happy, but the day is not finished. One more, maybe, one more of a big perch with my YouTube lure. Der Vize-Champion ist zurück. Nach einem harten Vormittag mit etlichen Spotwechseln kann Landry den mit Abstand größten Zander der Gruppe fangen und Boden auf die Qualifikationsplätze gut machen. Herbert, der auf Platz 2 steht, ist sofort informiert. Wir haben jetzt bloß eine halbe Stunde zum Fischen. Ne? Der Landry hat einen schönen Zander gefangen, Petri dafür. Das bringt ihm natürlich einen super Ausgang, weil er hat dann drei schöne Zander und er hat den Barsch schon. Er muss nur einen Hecht fangen und ich glaube, dass Hechtfanger jetzt nicht ganz so schwierig sein wird für ihn. Also der macht auf alle Fälle die Fullcard morgen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf alle Fälle sehr spannend, weil es hat jeder was gefangen. Das ist auch schon mal gut, wenn jeder was gefangen hat. Und weil da ist morgen alles offen. Wir fischen den ganzen Tag. Also der Beste ist der Gewinner. Okay, Jungs und Mädels, wir sind zurück am Zanderspot. Das Ganze hat natürlich ein bisschen länger gedauert, wie erwartet. Kleines Kommunikationsproblem. Jetzt waren wir ziemlich lange im Auto gesessen, das haben wir verkackt. Naja, ist halt so, wir machen das Beste draus. Schmiss auf Schmiss. Das muss ich halt ein bisschen aggressiver chicken, ne? Hätte fast einmal gemeint, das war ein Barsch. Einen kurzen Augenblick. Gerade habe ich mich noch beschwert, weil der Haken schon wieder so stumpf ist. Jetzt muss das auch so tun.
It's not so good. Oh, it's a nice one again. No, it's not a nice one, but it's better than 650. Oh, I'm back. It's incredible because I changed for little lure because I don't have so much strike with the 10 centimeter, and I changed for the little one, so the 7 centimeter, and I have no strike. In 10 casts, 2 fish. Good. 53, 53. Sorry. So, die allerletzten 15 Minuten brechen an. Wir sind wieder an dem Spot, der die meisten Bisse vorhin gebracht hat. Und wir hoffen, dass wir hier noch mal einen Fisch bekommen. Irgendwas, was maßig ist. Dann habe ich, wenn mich nicht alles täuscht, die Full Card. Und das wäre quasi schon mein Ziel. Es sind zwar ein paar kleinere Fische dabei, aber hey, Full Card. Jetzt bin ich tatsächlich aufgeregter als heute Morgen. Kommt in dieser Viertelstunde jetzt noch mal ein Fisch? Hat sich gedreht. Hier noch 2 Würfe. Okay, wir bleiben doch hier. Das war ein Biss, habt ihr es gesehen? 7 Minuten vor Schluss des ersten Tages war da gerade die Full Card gelegen. Auf jeden Fall ist das hier gerade Albtraum-Szenario für mich. Gell? Das Allerschlimmste, was ich mal gedacht habe. Nach dem Angeltag, nach dem Ganzen, bloß ein Fisch. 5 minutes to go. Come on. Fisch! Oh, das ist ein ganz kleiner. Oh mein Gott, das ist ein Barsch. Noch nie habe ich mir gewünscht, dass das 22 cm waren oder sind. Oh Gott, es ist so knapp. Es ist so knapp. Es ist so knapp. Es ist so knapp. Die Flosse, guck dir die Flosse an. Ach so, der muss ja über 22 sein. Der wird ja nicht aufgerundet. Der wird ja nicht aufgerundet. Nein. Oh Gott, 2 Minuten. Nein. Warum war der zu klein? 1/2 Zentimeter. Last cast for me. Please, a perch. A big perch on the last cast. So, das wird wohl mein letzter Wurf sein. Die Barsche haben mich heute echt zur Weißglut gebracht. Nichts ans Band bekommen. Aber man muss sagen, dafür, dass das mit Abstand meine schlechteste Zone ist, bin ich mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden. Aber gut, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, bin ich ziemlich enttäuscht. Aber ja, 4 Fische. Ich habe mir die Chance bewahrt, noch weiterzukommen. Es ist alles offen. Das heißt, ich bin noch guter Dinge. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein. Vielen Dank für euren Support und bis demnächst. Ciao. Okay, so weit vorne kam nie ein Fisch. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Oh Gott, jetzt wird es richtig knapp. Jetzt muss er in der ersten Absinkphase kommen. 10, 9, 8. This was the last cast. It's 4 o'clock. Well, episode 2 for me. Not such a good one. I had high hopes, but nothing. Xander, I had a couple of strikes, but I didn't manage to collect them, unfortunately. I think I have to think about that tonight.
I hope you enjoyed this episode. I hope you enjoyed the fishing, the scenery and everything else. And I'll see you for the next episode. Bye. So, das war jetzt der erste Tag. Bin eigentlich total super zufrieden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in der Tabelle ausschaut, aber es haben einige ja auch gut gefangen. Und ja, jetzt haben wir einen Tag Pause und dann geht es wieder weiter. Und da werde ich mich echt ganz richtig konzentrieren müssen auf Barsche und natürlich einen großen Hecht. Den mag ich natürlich auch noch fangen. Also, pfiat euch. Ah, alles scheiße, deine Elli. Was soll ich noch sagen? Also, Jungs und Mädels, mein schlimmster Albtraum ist warm war, oh, der Scheiß. Stark anfangen, ganz schwach aufhören. Porca miseria. Okay, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber wir lassen es spannend. Ich hoffe, ihr schaltet ein Ei. Wir sehen uns nächste Woche. It's a nice result for today because the weather is bad. The wind is coming from the north and it's not so good. And another fisherman take fish, but not so nice. Only Christopher do a great job with a beautiful big perch, and Dustin fish well also. So see you in the next episode, and have a great day, and I wish you a lot of big fish if you go to fishing. Bye bye! Mit dem Ergebnis bin ich happy, vor allem, dass ich alle 3 Fischarten gefangen habe. Jetzt heißt es übermorgen in Zone 2, nee, in der zweiten Zone, also in Zone 4, nochmal richtig Gas geben, die Fische verbessern und hoffentlich eine Fullcard machen. Drückt mir die Daumen, ich verabschiede mich, macht's gut, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bin fertig. Das war's. Chris verpasst die Fullcard haarscharf und ist trotzdem Erster. Ihm reicht ein maßiger Fisch für die volle Karte. Er hat die beste Ausgangslage für Tag 2. Herbert Ziereis liegt einen Barsch von der Fullcard entfernt. Allerdings sind seine 4 Zander recht klein. Hier gibt es noch viel Luft nach oben. Dustin Schöne hat 2 kleinere Zander und 2 gute Hechte. Er wird wie Herbert an Tag 2 auf Barsch angeln. Vizemeister Landry Rosens konnte sich nach einem Horrormorgen mit technischen Problemen, Fehlbissen und etlichen Spotwechseln in der Schlussphase nochmal ganz nah an Platz 3 herankämpfen und liegt mit 3 Zandern, darunter einem 66er sowie einem kleinen Barsch, nur 12 Punkte hinter Dustin. Andersherum lief es für Regina und Markus. Nach einem guten Start folgten viele Stunden ohne Wertungsfisch. Beide brauchen einen sehr guten zweiten Tag. Eule konnte immerhin den Barsch abhaken, der sich für viele als der schwierigste Fisch darzustellen scheint. In der nächsten Woche geht es mit Gruppe B weiter, in der die Veteranen Patrick Marable, Marc Pachowski, Luis Mendes und Markus von Oy von den YPC Bank Newcomern Sander Grönenbohm und Marcel Weigel herausgefordert werden. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und Supportkäufe in der YPC-Kategorie oder den YPC Megastores. Ciao!